Hi zusammen, ich stelle euch heute den Kilifisch Notobranchius palmquisti vor. Kilifische sind für mich eine wirklich erstaunliche Besonderheit der Natur. Ein Fisch, der erstmal eine begrenzte Lebenszeit von circa einem Jahr hat, in dieser Zeit hauptsächlich Eier legt, die dann trocken gelagert werden können oder auch in der Natur eben im Substrat trocknen und dann durch einen Regenguss oder bei uns durch einen Aufguss schlupffertig sind, finde ich ein unheimliches Wunder der Natur, bei dem man sieht, dass die Natur letztlich auch jede kleinste Nische zu besetzen weiß. Ich zeige euch in diesem Video, wie ich den Notobranchius palmquisti vermehre. Und zwar zum einen die Vorbereitung des Torfansatzes, dann zeige ich euch Ausschnitte aus der Paarung des Fischs, zeige euch, wie das Substrat trockengelegt wird, wie man die Eier sucht und findet und auch, wie man den Torfansatz hinterher wieder aufgießt, um den Nachwuchs schlüpfen zu lassen. Ich erhalte für dieses Video keine bezahlte Werbung. Alle Materialien habe ich mir selber gekauft und hoffe, dass euch das Video gefällt. Für konstruktive Kritik, Hinweise und Anregungen bin ich immer offen. Viel Spaß! Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Notobranchius zu vermehren. Ich habe ganz gute Erfahrungen mit diesen Torftabletten hier gemacht. Die gibt es einmal als Torf und einmal neuerdings auch mit Kokossubstrat. Den Aufguss, um die Torftablette zum Quellen zu bringen, mache ich mit Aquarienwasser. Und für mich hat nämlich die Tablette genau die richtige Menge. Man sieht das im Zeitraffer ganz schön, wie schnell die Torftablette aufquillt. Im Original sind das 2,5, 3 Minuten. Der Torf ist richtig schön weich. Man sieht das hier gut, kann ihn ausbringen. Ich habe das hier zu Demonstrationszwecken noch mal kurz mit Wasser übergossen, damit man auch das Netz sieht, das sich um den Torf spannt. Wenn man etwas drückt, sieht man, dass das Netz schon von alleine aufbricht und man ganz einfach den Torf rausholen kann. Als Aufzuchtgefäß nehme ich das saubere Glas einer Schokocreme. Das Schöne ist, dass sich das nach oben hin etwas verjüngt. Das heißt, selbst wenn die Fische ordentlich in dem Torf rumwuseln, kommt nicht allzu viel darüber ins Wasser. Eine Tablette von der Menge her reicht durchaus gut aus. Wieder mit Aquarienwasser aufgefüllt. Die Schwebeteilchen habe ich über den Rand hinweggeschoben. Damit nicht allzu viel davon im Aquarium umherschwimmt. Nochmal kurz abgespült. Und dann kann das Glas ins Aquarium.
Als Zuchtbecken habe ich in dem Fall ein 160 Liter Aquarium, in dem ich unter anderem noch Notobranchius agassi und Notobranchius rachowi habe und auch Fundulopanchax gardneri. Da ich nicht züchte, sondern nur für mich als mein Hobby die Fische vermehre, lasse ich auch alle gemeinsam schwimmen, sodass es durchaus immer auch vorkommt, dass ich eben die unterschiedlichen Arten in einem Glas habe. Man hat immer ein paar Schwebeteilchen beim Öffnen des Deckels im Aquarium, aber gerade der von mir benutzte Torf aus den Quelltabletten sinkt schön schnell hinab auf den Boden des Glases, sodass auch das Glas ziemlich schnell wieder klar ist. Man sieht das ganz schön, da kommt schon das erste Notobranchius-Weibchen. Von diesem Laichsubstrat werden sowohl die Männchen als auch die Weibchen magisch angezogen. Und so dauert es auch nicht lang, bis das erste Männchen hinzukommt. Zunächst aber der Lebenszyklus der Notobranchius. Die Tiere leben in ihrem Habitat, in den Flüssen und auch Seen, zum Beispiel in Afrika, vermehren sich dort und die Eier fallen zu Boden. Das Habitat selber trocknet mit der Zeit aus und die Eier sind in der sogenannten Diapause, in der sich die Jungfische im Ei entwickeln. Die Alttiere sterben, vertrocknen oder werden von Räubern, wie in dem Fall von Vögeln, gefressen. Und in der Regenzeit von März bis Mai beginnt das Habitat sich wieder mit Wasser zu füllen, sodass die Jungtiere schlüpfen und das Ganze geht von vorne los.
2 Wochen sind jetzt insgesamt um und jetzt werde ich den Torfansatz aus dem Becken holen und trocknen. Frisch aus dem Aquarium. Hier der Torfansatz, ein feines Sieb, mit dem sich auch Artemia-Nauplien fangen lassen. Und um eben keines der Eier aus Versehen mit wegzuschütten, gieße ich den Torfansatz über das Sieb in den Messbecher. Normalerweise nutze ich, um den Torf etwas trockener zu kriegen, bevor ich die Eier aussortiere, ein feines Netz. Das kann man dann durchaus schön quetschen, um die überschüssige Flüssigkeit da rauszubekommen. Hier zu Demonstrationszwecken nutze ich eben das Sieb. Man sieht hier etwas unscharf leider den Torfansatz durch das Mikroskop. Man sieht auch, dass noch eine ganze Menge Restfeuchtigkeit drin ist, dadurch leuchtet es. Wenn der Torfansatz trocken ist, kann man die Eier meist sogar ganz gut in der Lupe sehen, mit einer Taschenlampe. Hier in unserem Fall habe ich allerdings die Eier unter dem Mikroskop gesucht und es wird immer wieder der faszinierende Größenunterschied zwischen dem Zahnstocher und dem Ei hier deutlich. Das Ei ist so 1 mm im Durchmesser und ich gehe jetzt einfach mit der Pinzette daran, versuche dabei das Ei natürlich nicht direkt zu greifen, sondern etwas darüber oder darunter, sodass ich das Ei nicht beschädige. Nach 3 Monaten Entwicklungszeit gieße ich den Torf auf. Ich nehme dafür destilliertes Wasser. Ich habe das so in einem Forum im Internet gesehen, und zwar soll die Osmosewirkung mit destilliertem Wasser dabei helfen, dass die Larven besser aus den Eiern schlüpfen. Das Prinzip dahinter ist, dass das Innere des Eis ein mineralisches Medium erhält. Das destillierte Wasser fließt in die Eihülle bricht auf und die Larve kann besser entkommen. Warum aber gehen dann nicht alle Eier beim ersten Aufguss schon auf? Und wenn es regnet, ist das Regenwasser ja auch vom Boden her gesättigt. Der Torf lag zwischenzeitlich in einem Zipperbeutel in meinem Aquariumschrank, hat dort also
immer Temperaturen um die 25 Grad. Dadurch entwickeln sich die Eier recht schnell. Wenn ich die beispielsweise im Keller lager, wo es immer um die 18, 19 Grad hat, dauert es etwas länger. Den Torf einfach in das destillierte Wasser eingerührt und dann heißt es abwarten. Und schon 24 Stunden später sieht man die ersten kleinen Fische. Ich habe hier ohne Stativ gefilmt, deshalb ein bisschen wackelig und versuche jetzt mit der Pipette die Fische zu separieren. Das ist etwas fummelig, in einer Hand das Handy, in der anderen Hand die Pipette. Zwei habe ich erwischt, einen nochmal für die Kamera, dass man eben sieht, wie klein die tatsächlich sind. Gelingt es mir hier auch erst nach dem dritten Versuch. Den kleinen zu erwischen. Jetzt aber und schnell rüber. Man sieht, wie winzig die Fische sind. Hier einfach in einem Wassertropfen. Faszinierend. Es sind nun einige Tage vergangen und ich habe die Fische bereits in ein Aufzuchtbecken überführt. Da ist es. Und habe, um das Aufzuchtbecken jetzt zu säubern, einen hellen und einen dunklen Untergrund. Warum? Das sieht man gleich. Zunächst aber zeige ich euch bei diesem Aufzuchtbecken zum Einhängen, warum ich da einen kleinen Filterschwamm zurechtgeschnitten habe. Die Lücken sind hier nämlich etwas zu groß für die Babyfische. Das heißt, die könnten darüber ins große Becken gespült werden. Ansonsten bin ich mit diesem Aufzuchtbecken zum Anhängen in das große Becken vollkommen zufrieden. Man hat hier kontinuierlich eine Frischwasserzufuhr, also Frischwasser aus dem Aquarium. Da sieht man schon einige kleine schwimmen. Als Futter für die ersten Tage nutze ich ein flüssiges Aufzuchtfutter aus dem Fachhandel. Und beim Wechsel auf den dunklen Untergrund sieht man, wie viel Dreck sich in kürzester Zeit in so einem Becken auch sammelt. Die Blasenschnecken, die dafür sorgen, dass Futterreste verwertet werden, hinterlassen ziemlich viel Dreck, aber eben auch die Futterreste. Aber auch hier kommt meine Allzweckwaffe, die Pipette, wieder zum Einsatz.
Wie mit einem Staubsauger bekommt man den Boden hier ziemlich gut und recht schnell gereinigt. Nach der Säuberung kommt das Aufzuchtbecken wieder an mein Gemeinschaftsbecken. Hier muss ich, damit das Becken gerade ist, auch einen Schwammfilter drunter legen. Ansonsten kann es sein, dass das Wasser oben über den Rand schwappt. Jetzt noch der Lufthebe-Wasserspender angebracht. Deckel drauf. Und fertig. Das sind nun die letzten Bilder meines ersten Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war informativ. Und wie anfangs schon erwähnt, würde ich mich über konstruktive Kritik, Hinweise und Anregungen sehr freuen.